Roland Münch, freue mich, dich heute hier im Gespräch zu haben. Wie man sieht, du grüßt aus deinem Museum mit einer antiken Skulptur im Hintergrund, die dir fast sozusagen auf der Schulter liegt. Dein Museum ist in Wuppertal. Wie ist es denn im Reigen der starken rheinländischen Museen angekommen zu sein? Oder wo genau liegt Wuppertal jetzt eigentlich und in welche Richtung streckst du deine Fühler aus? Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein erstmal bei diesen Talks. Und vorab kann ich auch sagen, ich fühle mich sehr wohl im Rheinland. Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ich war ja fast 17 Jahre am unteren linken Niederrhein in Kleve, dann 6,5 Jahre im Saarland und jetzt wieder zurückzukommen in die Region Düsseldorf, Köln mit Wuppertal als dem Zentrum. Ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Wir sind hier ein tolles Museum mit einer unglaublich reichen und kompakten Sammlung. Antike, jedenfalls in dem Format, haben wir nicht. Die melancholische Dame, die mir über die Schulter guckt, das ist Penelope von dem klassizistischen Bildhauer Afinger. Für mich ein Symbol auch der Nachdenklichkeit, ein bisschen für das auch, was wir im Museum tun sollen. Wenn ich mir jetzt die Situation im Rheinland angucke, dann sehe ich Wuppertal in einer sehr besonderen Lage. Wir haben sehr viele große Museen drumherum. Düsseldorf und Köln sind ja nur zwei der wichtigen Museumsstandorte. Dann gibt es noch Essen und Duisburg und Krefeld, Hagen direkt in unserer Nähe. Es ist eine sehr reiche Region. Es gibt kaum etwas Intensiveres, was das betrifft. Aber das von der Museum hat für mich eine besondere Lage, weil es bei seiner Kompaktheit, bei einer begrenzten Größe in den Ausstellungsräumen doch einen enormen Reichtum hat in der Sammlung. Um diese Spannweite, die wir abzubilden, in der Lage sind, in einer anderen Stadt zu sehen, muss man mindestens in 2, wenn nicht in 3 Häuser gehen. Ist jetzt meine steile Ansage und darauf freue ich mich persönlich sehr, diesen Reichtum in den nächsten Jahren entfalten zu dürfen mit einem tollen Team an meiner Seite. Und mit Penelope. Okay, schöne Grüße an Penelope. Sie möge dir naja, für ein Maskottchen ist sie wohl zu groß, aber dich auf deinem Weg begleiten. Das heißt, du hast die wunderbare, spannende Aufgabe, eben auch jetzt ein traditionsreiches, auch immer schon sehr erfolgreiches Haus auf einen neuen Weg zu bringen oder den Weg weiter zu definieren. Wird es eine Zäsur sein oder wird es ein organischer Prozess? Roland, wohin geht die Reise in Wuppertal? Wie ist Penelope eine gute Ratgeberin? Penelope hat ja die Haupttugend der Geduld, das heißt der Blick auf die lange Sicht. Und ich glaube, dass das, was Museen tut, immer auf die lange Sicht ist und immer mit Geduld zu tun hat. Und nach meiner Erfahrung ist man klug beraten, diese Geduld in den Prozessen mitzubringen und nicht auf abrupte Brüche zu setzen. Ich würde meine Aufgabe darin sehen, das Haus konsequent aus dem weiterzuentwickeln, was es hat. Aus der großen Sammlung, aus der Beziehung auch in der Stadt zu den Bürgern. Dadurch ist das Museum entstanden um 1900 und daraus ist es groß geworden, dass die Menschen uns so intensiv begleiten, dass sie teilnehmen an allem, was wir hier machen. Das finde ich eine ganz spannende Situation. Da würde ich gerne weitermachen. Ich würde gerne versuchen, aus der Sammlung, aus den Beständen, die Themen für die Zukunft zu entwickeln und dabei auch Kooperationen zu suchen. Kooperationen sowohl in unserer Region wie auch über die Region hinaus. Und um ein bisschen zu verstehen, was so Möglichkeiten sind, die wir in der Zukunft haben können, haben wir auch gerade eine kleine Gesprächsreihe, die habe ich genannt Possible to Imagine, eine Gesprächsreihe, in der man in Austausch kommt. Ich habe Kolleginnen und Kollegen aus den Museen hier im Rheinland eingeladen. Eine Gesprächsreihe, in der man in Austausch kommt darüber, was heute in Museen möglich ist und was in Museen nötig ist. Das ist für mich auch ein bisschen ein Versuch zu verstehen, was tun die anderen, was kann unsere spezielle Rolle sein. Also ich würde gerne auf eine kontinuierliche, auf eine langfristige Entwicklung setzen. Und kann man generell sagen, sind die Museen jetzt, man kann ja gar nicht sagen post-Corona, sondern in diesen Corona-Zeiten in einer Krise, waren sie es vielleicht schon
vorher. Ich frage dich das als musealen Krisenmanager, aber darüber sprechen wir auch noch gleich über deine verschiedenen Stationen in deiner Biografie. Aber jetzt vielleicht einmal kurz pauschal. Sind die Museen in dieser Zeit in einer Krise, was Besucher, was Inhalte, was Reichweite angeht? Für mich ist Krisis ja erstmal im ursprünglichen griechischen Wortsinn ein positiver Begriff, weil es einen Wendepunkt, auch einen Aufbruch markieren kann. Ob wir tatsächlich eine Krise haben in einem negativen Verständnis, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist doch klar, dass kaum eine kulturelle Institution sich in den letzten 20, 30 Jahren so oft hat neu erfinden müssen und auch neu erfinden können wie die Museen. So viele Wandlungen, die wir im Kunstbegriff mitgemacht haben, so viele neue Themen, die uns herangetragen worden sind, auch neue Fragestellungen, die aus der Gesellschaft kommen. So viele Formatwechsel hat es kaum in einem anderen Betrieb im Kultursektor gegeben. Also deswegen glaube ich, auch wenn wir einen Wendepunkt haben, auch wenn wir eine Krise haben im griechischen Sinne, das Museum ist als Institution gut aufgestellt, um das zu machen. Im Übrigen glaube ich, dass Corona auch einen Moment uns gibt, um innezuhalten und sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich unser Business, was ist unsere Aufgabe in der Kultur im Allgemeinen, in den Museen im Besonderen. Das passiert uns ja überall. Diese Fixierung auf Größe, Schnelligkeit, Zahlen, das alles greift im Moment nicht mehr. Alles muss langsamer werden, alles muss nachhaltiger werden. Das diktiert uns Corona, das diktiert uns die Situation. In allen Dingen müssen wir die Grundlagen befragen. Und wenn ich im Moment den Publikumsverkehr hier im Haus sehe, dann finde ich es eigentlich sogar eher ermutigend. Wir haben nicht unglaublich viele Besucher, sehr viele Institutionen verlieren ja im Moment auch Besucher, aber wir sind als Museen doch kontinuierlich da. Wir sind fast das einzige stehende Angebot im Kulturbetrieb. Das einzige Angebot, auf das man sich im Moment wirklich verlassen kann. Und ich glaube, daraus kann auch eine Stärke erwachsen. Und ich sehe uns eigentlich in einem Moment, in dem wir vieles nachdenklich betrachten können und müssen, aber auch in einem Moment, in dem wir auch eine Energie von Aufbruch nutzen können, in dem wir unsere eigene Aufgabe nochmal neu definieren und fragen, was ist uns eigentlich wichtig und was sind die Themen in der Zukunft, die uns angehen. Ja, wenn du das so sagst, dann wollen wir dir das natürlich glauben, weil du einer der ausgewiesensten Krisenmanager des Deutschen Museumsbetriebs bist. Und ich glaube, der Superlativ hier ist wirklich nicht fehl am Platze, denn du hast in der Tat ein großes, in die Krise gerittenes Museumsprojekt gerettet, noch dazu mit künstlerischer Hilfe. Vielleicht möchtest du diese Zeit in Saarbrücken noch mal einmal kurz mit ein paar Stichworten rekapitulieren. Ja, das waren 6,5 tolle Jahre, auch in einem rheinischen Verständnis manchmal tolle Jahre. Also es waren sehr viele Erfahrungen, die man dabei sammeln konnte. Es war aber auch für mich ein großes Glück, das machen zu dürfen. Die Moderne Galerie in Saarbrücken ist ja ein fantastisches Museum im deutschen Südwesten. Aus meiner Sicht immer noch zu wenig bekannt. Daran muss man auch kontinuierlich arbeiten. Es ist ein Haus mit einer tollen Sammlung, mit großem Potenzial. Und die große Aufgabe war natürlich ein Neubauprojekt, du hast es angedeutet, das ziemlich verfahren war, wieder auf die Spur zu bringen. Das ist geglückt. Und seit der Erweiterung, an der die Architekten Kühn Malvezzi und der Künstler Michael Riedel ganz entscheidend mitgewirkt haben, ist aus meiner Sicht im deutschen Südwesten ein Ort entstanden, mit dem man wunderbare Projekte machen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie meine Nachfolgerin es in Zukunft machen wird. Ich werde immer wieder gerne hinfahren und gucken, was passiert und wie die Dinge sich entwickeln. Ja, hinfahren würde ich aber sagen, ist die nächste Destination in diesen reiseeingeschränkten Zeiten dann doch die Art Cologne. Ich lade dich hiermit sozusagen nochmal im Namen der Art Cologne herzlich ein, sodass wir uns dann im November sehen und unsere Gespräche nochmal vertiefen können, auch wenn die freundliche Penelope dann erstmal zu Hause bleiben muss. Ja, viel Glück auf deinen weiteren Wegen, aber ich sehe, du möchtest noch kurz was sagen. Ich wollte nur sagen, Penelope bleibt hier, aber ich komme ganz bestimmt, denn das gehört auch zu den Benefits, wieder im Rheinland zu sein, dass man wieder auf der Messe sein kann. Aber vielleicht sagst du kurz noch, was der Besucher, der von Köln den Weg nach Wuppertal findet, was er dort sehen kann. Das ist eine gute Gelegenheit, die ich gerne wahrnehme. Wir haben im Moment
3 Angebote tatsächlich, die sehr, sehr spannend sind. Wir haben einen Parcours durch unsere Sammlung von ungefähr 1800 bis in die Gegenwart. Deswegen sage ich, es gibt hier ein Angebot, das man an anderen Orten nur in 2 oder 3 Museen sehen kann. Ein Querschnitt. Dann gibt es eine fantastische Ausstellung über Hans-Jörg Voth, einen der großen Stars der Landart in Deutschland in den 70er bis 90er Jahren. Eine richtige Wiederentdeckung. Und das 3. Thema werden wir in wenigen Wochen eröffnen. Das ist eine Ausstellung, die sich aus Anlass des Engelsjahres, der große Sohn der Stadt Wuppertal, Friedrich Engels wird 200 Jahre alt in diesem Jahr oder wäre es geworden. Aus Anlass des Engelsjahres zeigen wir, wie die Kunst reflektiert, was an industriellen und gesellschaftlichen Umwälzungen in den letzten 200 Jahren geschehen ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Ausstellung, die wir da zeigen können. Und nochmal ein Beweis der Stärken, die das Haus besitzt. Wir haben wunderbare, hochrangige Leihgaben dabei, aber ein Gros, eigentlich die Basis dessen, was wir hier machen, kommt aus unserer eigenen Sammlung. Ja, vielen Dank und wir sehen uns in Köln, sage ich mal. Wir sehen uns in Köln. Bis dahin, mach's gut. Dann. Tschüss.